Herzlich willkommen zu Pixelstream. Mein Name ist Mark Forster, ich bin der Gründer von Adello und Co-Gründer von Pixelstream. Ich bin heute hier mit dem Wei Fung. Der Wei ist der CEO für Pixelstream und ich werde ihm ein paar Fragen stellen, um zu erfahren, was bei Pixelstream alles abgeht und was ihn letzten Endes auch dazu inspiriert hat, bei Pixelstream mitzumachen und die Technologie mitzugestalten. Wei, herzlich willkommen und bitte stell dich kurz vor. Salut Max, danke. Hallo zusammen, ich bin der Wei Fung und seit knapp 20 Jahren im Online-Marketing tätig. In der Vergangenheit hatte ich die Gelegenheit, die Branche von verschiedensten Stationen kennenzulernen. Ich habe anfangs im Bereich E-Commerce gearbeitet und dann bin ich zunehmend viel stärker im Bereich Digitalmedia gegangen. Und vor allem jetzt in den letzten 15 Jahren habe ich mich intensiv im Bereich Performance Media, AdTech beschäftigt. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, in verschiedenste Tech-Firmen involviert zu sein und danach viel intensiv auf der Agenturseite gewesen, wo ich verschiedenste Führungsrollen bei Agenturen wie Dentsu, Artefakt, Omnicom und jetzt zuletzt bei IPG einnehmen. Dabei habe ich mich immer wieder beschäftigt im Bereich innovative und datengetriebene Lösungen für die Medienwelt. Und geografisch bin ich anfangs im deutschen Markt sehr aktiv gewesen, und dann anschließend sehr lange im asiatischen Markt, insbesondere in China, und bin nun wieder viel verstärkter im Heimatmarkt in der Schweiz wieder tätig. Also sehr viel Erfahrung im Agenturbereich, sehr viel internationale Erfahrung, wie du gerade betont hast. Was hat dich mit all dem, was du gesehen hast über die Jahre, was hat dich inspiriert dazu, bei Pixelstream mitzumachen und letztendlich die Technologie mit voranzutreiben? Ich hatte sehr früh schon die Gelegenheit gehabt, mit dir, Adello und Marc, schon sehr früh Projekte zusammenarbeiten und mit dir, Marc, ich kenne dich und Adello und die Entwicklung von Adello wirklich schon seit der Gründung. Und ich bin immer sehr positiv überrascht wieder, wie so eine kompakte Schweizer Tech-Firma wirklich sehr viele globale relevante Lösungen entwickeln können. Und jetzt mit der Video-Context-Technologie unter dem Dach Pixelstream sehe ich wirklich ein sehr großes Potenzial. Und vor allem wirklich der Online-Videomarkt ist noch lange nicht gesättigt. Im Gegenteil, wir sehen eigentlich jetzt gerade eine sehr starke Transformation von traditionellem Fernsehen ins Streaming hinein. Und alle TV-Sender, klein oder groß, haben das wirklich jetzt gross in der Agenda drin. Und jetzt mit Pixelstream verfolgen wir wirklich sehr einen innovativen Ansatz, um in diesem Bereich wirklich Mehrwert bieten können. In der Vergangenheit habe ich immer wieder gesehen, dass Adello wirklich Auszeichnungen gekriegt hat und den Beweis wieder auf die Beine gestellt hat, dass man ja, auch aus der Schweiz wirklich Spitzentechnologien entwickeln kann. Und wirklich im Kern helfen wir jetzt mit Pixelstream, mit Lösungen aus KI und Daten, Videowerbung wirklich präziser zu gestalten. Und können so wirklich den Videokanal von einem reinen Konsummedium zu einem mehr transaktionellen Medium jetzt ermöglichen. Und ich habe das jetzt vor allem wirklich in der frühen Rolle ein bisschen gesehen, jetzt vor allem auch aus dem chinesischen Markt, wo wirklich vom Trend her so 2-3 Jahre ein bisschen voraus ist. Haben wir das stark gesehen im Social Media zum Beispiel, im Livestreaming in Social Media, wie Video viel wichtiger geworden ist, für Commerce dann auch. Und auch grossflächige Videowerbungen, wie zum Beispiel CTV und so weiter, dass dort auch in Richtung Commerce hineingeht. Und genau das, wenn wir jetzt auch mit Pixelstream auch einen bedeutenden Beitrag leisten und den Trend wirklich auch mit zu entwickeln für die Schweiz und weltweit. Vielen Dank für die Ausführung. Also letzten Endes sagst du, die ganze Entwicklung im Videobereich war sehr rasant gewesen. TikTok als ein Beispiel, das uns China sehr gut kennt natürlich, wo da sehr viel Vorarbeit geleistet hat im Sinne von nicht nur Video, sondern auch Transaktionen, die darauf abgehen, haben wir in China sehr stark gesehen. Technologie hat sich sehr stark entwickelt. Kannst du mehr erzählen für die Zuschauer, was bei Pixelstream genau gemacht wird und wie das so funktioniert, auf so High-Level, wie funktioniert Pixelstream-Technologie? Sehr gerne. Also, wir generieren pro Videominute ca. 500 Keywords. Das sind Unmengen von gigantischen Datenmengen, die wir eigentlich wirklich wieder für Targeting nutzen in der Werbung, für Videowerbung. Und wir haben hier eine KI entwickelt, die sich im Prinzip Videos anschaut und den Inhalt versteht. So können wir beispielsweise wirklich identifizieren, welche Marken in diesen Videos bestehen, was für Produkte, was für Objekte. Und über Tonspur, Audiospur verstehen wir auch, was gesprochen wird. Und all diese Informationen werden für uns analysiert und klassifiziert. Und
mit dem sind wir wirklich in der Lage, auf Videoebene so zu verstehen, was für Aktivität in einem Video besteht, was für Tonalität und was für ein Sentiment über ein Video ausprägt ist. Und das ist in dem Sinn eigentlich nicht möglich gewesen bis jetzt. Also das heißt, ein detailliertes Verständnis über den eigentlichen Inhalt im Video, über Audioerkennung, über Bild-Objekterkennung, über Metadaten. Das wird gemacht auf YouTube und auf Bewegtbild letzten Endes, Genau, also auf richtig. CTV etc. Wie tut sich das konkret übersetzen in bessere Zielgruppenansprache? Also was ist der Benefit, abgesehen davon, dass wir mehr Targeting haben? Ich glaube, das sind vor allem 3 wichtige Punkte, die wir hier erwähnen wollen. Und zwar einerseits ist die Relevanz. Für Werbetreibende, für die, wo wirklich die Relevanz vom Inhalt für ihre Werbung wichtig ist, haben wir jetzt eine Lösung entwickelt, wo man sehr, sehr relevant kann sein, aber auch skalierbar ist. Und das ist immer so ein bisschen der Punkt, so der Trade-off gewesen. Ich aus dem Performance-Marketing habe das ganz gut gekannt, wo ich immer wieder haben müssen, irgendwie ein gewisses KPI erreichen, aber dann hast du Volumen nicht. Und da können wir so wirklich das Trade-off ein bisschen ausbalancieren. Man hat die Relevanz und die Skalierbarkeit. Und ja, mit den Werbetreibenden, die wir sprechen, hören wir immer wieder oft raus, hey, die Impressionen, die sie kaufen, für ihre YouTube-Werbung zum Beispiel, sind auch viel nicht relevant. In dem Sinne nicht relevant, weil sie zum Beispiel Erwachsene targetieren, aber dann irgendwie ihre Werbung auf Kinderchannels kommen. Das hören wir immer wieder raus. Und mit Pixelstream vermeiden wir das. Wir können das sogar garantieren, eigentlich mehr oder weniger. Also wenn ich Kampagnen anschaue, was wir erfahren, also es gibt keine Kampagne, wo wir unter 90% Relevanz erzielt haben. Und zwar auch oft wirklich knapp bei 100% sind, weil wir wirklich die Auslieferung können im Voraus kontrollieren und dann wirklich die Werbung ausspielen. Der zweite Punkt ist Präzision, wo wir sehr stark da auch sehen, ist natürlich auch mit der Relevanz verbunden. Wir sind super präzise in dem Sinn, wie wir entscheiden, welche Inhalt für welche Werbung wir zulassen. Und so nicht nur auf Keywords oder demografische Daten beschränkt sind und so wirklich eine viel höhere Präzision ankriegen und so auch am Ende auch Performance per se auch wirklich erhöhen können. Und der dritte Punkt, dass beide kombiniert, Relevanz und Präzision, können wir wirklich eine Brand Safety garantieren, was bis jetzt wirklich so nicht möglich war mit bestehenden Plattformen. Und zwar, wie gesagt, die Präzision und die Relevanz. Wir können auch die negativen Sentiments rausfiltern. Wir können auch die negativen Ereignisse, die zum Teil auch zwar zum Inhalt matcht, aber dann eigentlich negativ ist. Und so können wir wirklich die Brand Safety auch für Brands, wo das wirklich wichtig ist, auch garantieren. Das heißt, Pixelstream macht Videowerbung relevant, präzise und brandsafe. Genau. Das ist natürlich für Kunden spannend. Jetzt die Frage, welche Kunden hast du schon in den letzten paar Monaten können gewinnen und was sind die Ergebnisse? Weil das ist der Fleisch am Knochen. Wie sieht es aus mit den Ergebnissen? Was können Kunden erwarten? Wir haben Kunden eigentlich aus verschiedensten Branchen, sehr unterschiedlich. Aber besonders aktiv sind wir jetzt im Bereich Automobil, Retail, Tourismus, auch Unterhaltungsbranche auch sehr stark, jetzt kürzlich. Und vielleicht nur als Beispiel möchte ich mal ein Projekt ein bisschen darstellen, was wir gemacht haben für einen Automobilhersteller letztens. Zum Beispiel, wir haben für eine Premium-Marke eine Videowerbekampagne ausgespielt, wo wirklich das Ziel war, auf sehr positivem autorelevanten Content zu sein, aber auch zu Premium, weil es eine Premium-Marke war und so mit dem Videoinhalt assoziiert werden soll. Zudem ist es wichtig, dass man die Brand oder den Kunden als starken Player im Elektromobilität positioniert. Und ja, mit diesen Themen haben wir dann verschiedenste Kategorien definiert und sind mit dem Kunden das abstimmen. Wir haben dann einerseits die quasi Whitelist-Kategorie zusammengestellt in diesem Bereich, aber dann auch Blacklist. Das heißt, auch wenn ich jetzt autorelevante Inhalte habe, möchte ich nicht das irgendwie mit Unfällen irgendwie verbinden oder irgendwie kontroverse Themen verbinden oder irgendwie negativ über eine Technologie gesprochen wird. Und so haben wir geschafft, ca. 500'000 Videos zu analysieren und von dem knapp 80% haben wir rausgefiltert, weil einerseits haben wir die ganze Whitelist und die Blacklist und so eigentlich wirklich vieles herausfiltern. Und das hat natürlich am Ende ganz schöne Resultate gegeben. Wir haben am Ende knapp über verschiedenste Metriken circa im Schnitt wirklich 70% steigern können sehen
Verbesserungen in View Rates, in Click Rates, aber auch Bounce Rates. Also da sehen wir wirklich gute Zahlen in diesem Bereich. Und sogar in anderen Branchen sehen wir, dass es sogar noch viel bessere Verbesserungen gibt. Also zum Beispiel in der Unterhaltungsbranche, weil zum Beispiel der Content auch viel attraktiver ist für die Zielgruppe, verweilen die Leute auch viel mehr mit dem Content, wenn der Kontext und Content für die Werbung eigentlich zusammenpasst. Also daher dort sehen wir sogar über 100%ige steigende Verbesserung. Sehr cool. Das heißt, wenn jetzt ein Werbebetriebener sagt, das klingt spannend, will ich ausprobieren, was ist der nächste Schritt, wenn Sie mehr erfahren? Also ich glaube, jede, die Videowerbung schaltet und für die Relevanz wirklich wichtig ist und die Relevanz möchte maximieren, soll ich sie eigentlich kontaktieren. Wir würden gerne helfen, Audit durchzuführen und und so wirklich Verbesserungspotenzial mit unserem Ansatz können zeigen, was wir da besser machen können. Und in dem Rahmen von unserem neuen Launch jetzt von Pixelstream haben wir jetzt auch gedacht, für die ersten 10 Anfragen werden wir das auch kostenlos machen können. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. First come, first serve. Und ja, wir würden uns eigentlich freuen. Sehr cool. Das heißt, Pixelstream sehr präzise, sehr relevant und letztendlich brand-safe. Das heißt, jeder und jede, die Videowerbung schaltet, sollte eigentlich mit ihr in Kontakt treten. Das waren spannende Einblicke, gute Resultate. Ich glaube, wir werden in Zukunft noch mehr solche Interviews haben, um weiter über die Erfolg und letztendlich die Benefits von der Pixelstream-Technologie zu reden, auch mit welchen Publishern wir zusammenarbeiten etc. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel zu erzählen. Vielen Dank an dieser Stelle, Wei. Danke. Das war der Wei Fung. An dieser Stelle würde ich mich vor allem verabschieden. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag. Das ist Pixelstream, Wei Fung. Danke vielmals. Dankeschön. Tschüss zusammen.